Heute geht es um Kreativität im Alltag. Also um die Frage, wie bleibe ich dran, wenn das Leben so voll ist? Auf dieses Thema hat mich eine E-Mail gebracht aus dieser Community hier. Und ich fand die Frage einfach auch so treffend, weil viele von euch eben nicht den ganzen Tag im Atelier stehen, sondern da gibt es Familie, Beruf, Termine, Müdigkeit natürlich und auch noch vieles mehr. Aber trotzdem bleibt da immer wieder dieser Wunsch, kreativ zu sein. Hallo, ich bin Petra Tölken, Künstlerin, Autorin und Gründerin von Künstlerstreich. Ich begleite seit vielen, vielen Jahren Menschen in die abstrakte Malerei. Und genau deshalb interessiert mich an dieser Frage nicht nur der Alltag, sondern vor allen Dingen auch der Blick darauf, was wir überhaupt als kreativen Prozess anerkennen. Und ich möchte heute nicht einfach ein paar allgemeine Tipps dazu geben. Davon gibt es schon sehr, sehr viele. Ich schaue eher aus meiner Sicht als Künstlerin darauf, weil ich glaube, wir nehmen Kreativität erst dann ernst, wenn am Ende da ein tolles Kunstwerk entstanden ist. Genau da möchte ich ansetzen. Ich nehme mir heute 3 Gedanken vor. Erstens, warum der Einstieg oft so schwer wird, obwohl der Wunsch ja da ist. Zweitens, warum wir kleine Schritte wie Farben mischen, skizzieren, sammeln oder Material anschauen, oft gar nicht als Kreativität anerkennen. Und drittens, wie genau diese kleinen Schritte wieder ein Weg zurück sein können. Zur Farbe, zum Material, aber vor allen Dingen auch zum eigenen Blick. Warum der Anfang manchmal schon schwer ist. Also erstens, warum der Anfang manchmal schon schwer ist, bevor wir überhaupt Farbe auf den Tisch gelegt haben. Der erste Punkt ist für mich dieser. Also der Wunsch ist oft da. Ich glaube, viele Menschen verlieren ihre Kreativität nicht einfach, weil sie keine Lust mehr haben. Es ist eher so, der Alltag ist einfach so voll. Man hat gearbeitet, organisiert, eingekauft und immer wieder auf etwas geantwortet. Vielleicht auch die Familie versorgt oder Termine im Kopf gehabt. Und dann kommt irgendwann dieser Moment, vielleicht dann am Abend, in dem man eigentlich malen möchte. Aber dann müsste man ja jetzt erst den Tisch freiräumen, die Farben holen, Wasser bereitstellen oder Pinsel suchen. Und vielleicht auch die Leinwand noch erst holen, aufbauen und so weiter. Und innerlich ist man bei diesem Gedanken ja schon total müde. Also sobald es losgeht, verliert sich die Energie in Müdigkeit. Und dann wird aus diesem schönen Wunsch, ohne dass man es ja richtig merkt, etwas ziemlich Großes. Aus dem Wunsch, einfach wieder Farbe zu berühren, wird dieser Gedanke, okay, ja, jetzt müsste ich ja richtig anfangen, ne? Jetzt habe ich ja Zeit. Und mit diesem richtig anfangen kommt sofort so viel mit. Es soll sich irgendwie ja auch lohnen. Es soll natürlich auch irgendwas Tolles dabei entstehen. Und es soll auf gar keinen Fall sich so anfühlen, als hätte ich die Zeit ja einfach nur vertan. Und dazu mischen sich dann auch oft noch so Stimmen ein, die gar nicht dann am Ende die eigenen sind. Also man hat auf Social Media irgendwo ein Bild gesehen oder irgendwo ein kurzes Video, in dem jemand scheinbar ganz leicht losmalt. Ja, ich weiß. Aber alles sieht so frei aus und alles sieht so selbstverständlich aus. Und dann sitzt man da selbst und denkt so, wow, ja, bei mir fühlt sich das gerade gar nicht so an. Also dazu kommt vielleicht dann auch dieser Gedanke, ich müsste doch jetzt auch längst alles wissen und weiter sein. Und schon wird aus diesem kleinen Wunsch, wieder etwas zu machen, ja plötzlich sowas wie eine Prüfung. Kann ich das überhaupt? Wird das gut? Ist es eigen genug? Dabei wollte man ja eigentlich nur wieder in Kontakt kommen. Und genau da entsteht für mich dieser Druck. Man denkt, wenn ich jetzt alles auspacke, dann sollte es sich auch lohnen, ne? Dann sollte auch etwas dabei entstehen, wie gesagt. Und ja, man sollte auch nicht nur nach 10 Minuten dann wieder aufhören.
Der Anfang ist dann halt auch einfach nicht mehr klein. Es ist schon voll, bevor überhaupt irgendwas passiert. Und voll mit eben diesen Erwartungen und diesem Vergleichen, diesem schlechten Gewissen dann ja, was dann kommt. Und dann eben auch mit der Frage, ob es überhaupt etwas wird. Und ich finde diesen Punkt total wichtig, weil er so menschlich ist. Vielleicht fehlt nicht die Disziplin. Vielleicht ist der Einstieg dann einfach auch irgendwie zu groß geworden, ohne dass man es gemerkt hat. Und damit bin ich dann auch schon bei meinem zweiten Gedanken. Denn vielleicht erkennen wir viele kleine Schritte gar nicht als Kreativität an. Wir denken bei Malerei oft sehr schnell an ein fertiges Bild, ja, irgendwas, das man zeigen kann. An etwas, das fertig wirkt, an etwas, das ja dann eben auch sichtbar ist, an das man sehen kann, das Ergebnis. Aber so entsteht Malerei ja nicht. Ein Bild ist nicht plötzlich da. Vorher gibt es so viele kleine Bewegungen, wie ja Farben mischen, schauen, skizzieren, Material bereitlegen, ein Thema sammeln, ja, auch das. Etwas auszuprobieren vor allen Dingen und wieder auch verwerfen und nochmal hinschauen, nochmal ausprobieren und wieder verwerfen. Und genau diese Schritte werden oft so klein gemacht, dann sagt man ja oft, ja, ich habe ja nur ein bisschen Farbe gemischt oder ja, ich habe da heute irgendwie nur ein bisschen skizziert oder nur mein Material sortiert, nur ein bisschen herumprobiert. Und dieses nur finde ich interessant. Warum sagen wir das eigentlich so schnell? Ich habe ja nur Farben gemischt, ich habe ja nur Staub gesaugt oder sowas, ne? Also fällt mir dazu nur gerade ein. Ja, also nur ein bisschen skizziert, als wäre das eben nichts. Dabei kann genau das eben der wichtigste Schritt sein. Ich meine, kennst du das? Ich kenne das eben auch aus der Wohnung. Man räumt da einen Tisch frei, man wischt vielleicht sogar den Boden und man sortiert da irgendwie eine Ecke, die schon so lange genervt hat. Und von außen ist das halt Aufräumen. Aber innerlich passiert ja oft viel, viel mehr. Man bekommt irgendwie wieder Luft, man sieht wieder klarer, man kann wieder anfangen, ja. Und beim Malen ist das für mich sehr ähnlich. Wenn ich mein Material sortiere, dann ist das nicht einfach nur Ordnung machen. Ich sehe meine Farben wieder, ich nehme meine Dinge in die Hand, was auch immer. Und ich erinnere mich plötzlich wieder an Möglichkeiten. Ich komme wieder in Kontakt. Und manchmal ist genau so ein Tag eben wichtig. Auch wenn am Ende gar kein Bild fertig ist. Also vielleicht finde ich die Lösung erst ein paar Tage später. Und vielleicht musste ich erst sortieren und erst wieder hinsehen. Und dann war dieser Tag eben nicht nur Material sortieren, er gehörte zum Prozess. Und damit bin ich auch schon bei meinem dritten Gedanken, denn wenn der Anfang so groß geworden ist, dann muss ich ihn wieder kleiner machen. Aber eben nicht kleiner im Sinne von unwichtig, sondern kleiner im Sinne von, ich muss nicht sofort das ganze Bild hier schaffen. Ich darf erst mal wieder in Kontakt kommen, wieder Kontakt aufnehmen. Und das kann wirklich sehr einfach anfangen. Also mit einer Farbe mischen, mit den Skizzen, die man vielleicht sogar schon hatte, nur anschauen. Oder Material auf den Tisch legen, ein Thema aufschreiben, so eine alte Idee wieder hervorholen. Das kann schon ein Einstieg sein. Total klein und auch nicht so groß irgendwie angekündigt. Und vor allen Dingen nicht mit dem Anspruch, jetzt muss ich aber. Einfach wieder da sein, wieder schauen, Material vor mir haben. Und oft reicht das auch erstmal, weil man dann nicht mehr vor diesem riesigen Anfang steht. Man ist schon wieder ein kleines Stück drin. Und genau da setzt ja eben auch der Grundkurs an. Er nimmt dich nicht an die Hand, damit du brav irgendwie eine Technik lernst und ein Bild nachmalst, sondern er hilft dir eher, wieder in das eigene Sehen zu kommen, in die Farben und
ja, in die ersten Entscheidungen, die am Anfang ja oft auch einfach auch schwer wirken. Und ich glaube, gerade wenn der Alltag voll ist, braucht man manchmal genau das, eben einen Einstieg, der nicht noch mehr Druck macht. Etwas, das einem wieder an die Hand nimmt, aber dabei einen nicht einengt. Und wenn du also merkst, ich möchte eigentlich malen, ich schiebe es aber immer wieder weg, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, dann schau dir gerne den Grundkurs an. Ich habe ihn genau auf diesen Anfang gemacht für Menschen, die wieder in Bewegung kommen möchten. Und auch eben, wenn sie nicht jeden Tag Zeit haben, wenn sie noch nicht wissen, wohin es gehen soll. Und vielleicht ist das für heute einfach auch der wichtigste Gedanke. Mach den Anfang einfach auch nicht so groß. Also wirklich nicht. Vielleicht reicht es, wenn du heute nur wieder einmal irgendwie hinschaust auf deinem Maltisch. Ja, rede gern mit ihm, rede mit deinen Pinseln, wenn keiner da ist am besten. Schlag dein Skizzenbuch auf und ja, guck nochmal in die alten Skizzen hinein. Ich muss dabei auch dann tatsächlich wieder an das Buch denken, denn eigentlich findest du alles darüber, worüber ich hier gerade spreche, auf irgendeiner gewissen Art, auch in meinem Buch wieder. Dieses Aufräumen, die alte Skizze hervorholen, die man schon irgendwie vergessen hatte. Also schau dir einfach mal wieder deine Farben an, die irgendwo gerade auf dich warten. Und dann guckst du, was passiert. Ich möchte an dieser Stelle auch noch etwas zu euren Kommentaren sagen. Also in den letzten Tagen sind so viele Fragen von euch gekommen, dass ich wirklich gemerkt habe, okay, das ist hier richtig viel Stoff. Es geht da eben nicht nur um Technik. Danke, vielen, vielen Dank. Denn das ist ja auch das, was ich in meinen Videos immer wieder versuche hineinzubringen. Es geht in der Malerei um Zweifel, um den Druck, um dieses Wiederanfangen, wie mache ich weiter, oder um die Frage, wann ja ein Bild überhaupt fertig ist. Was macht man, wenn man mittendrin ist und nicht weiter weiß? Ja, ich habe mir einige Fragen rausgeschrieben. Also werde das natürlich nicht sofort beantworten, weil ich merke, da sind genau die Themen, über die ich hier sprechen möchte. Also schreibt mir gerne wieder in die Kommentare, was euch beim Malen beschäftigt. Nicht nur eben die schönen, fertigen Momente, sondern auch die Stellen, an denen es mal hakt. Die Stellen, an denen ihr nicht weiterkommt oder an denen ihr denkt, warum mache ich es mir eigentlich heute gerade wieder so schwer? Denn genau da beginnt ja oft das eigentliche Gespräch. Und für mich nehme ich diesen Satz auch mit. Du musst eben nicht warten, bis alles perfekt ist. Manchmal beginnt Kreativität einfach auch schon da, wo du wieder kurz hinschaust. Also vielleicht schaust du nach dieser Folge einfach mal wieder an deinen Maltisch, aber dann bitte ohne Erwartungen, einfach nur, um wieder in Kontakt zu kommen. Und ich glaube, genau dort beginnt oft mehr, als wir im ersten Moment ahnen. Also danke, dass du heute hier dabei warst. Pass gut auf dich auf und ja, einfach machen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.